wir vom Besitzer. Er heißt Sorush. Er heißt... Ja, und er hat uns eingeladen, hier so lange zu bleiben, wie wir möchten. Wir sind seine Gäste. Im Gegenzug müssen wir an 2 Hostels in der Pampa Richtung Meer vorbeifahren und einmal dort vorbeischauen, übernachten und Werbung machen. Genau, das war seine einzige Bedingung, die wir auch akzeptieren. Der einzige Nachteil ist tatsächlich, dass wir hier, er hat keine Connections zu Kindern oder keine Ahnung, Zirkus ist hier, interessiert ihn auch irgendwie nicht so, unser Projekt. Und dafür sitzen wir umso mehr vom Handy, machen Instagram und Laptop. Arbeit. Und was ist jetzt vor allem Phase? Was kommt jetzt? Wenn du genau mein Gesicht anguckst, so ein Licht. So sieht es richtig so aus. Ja, fuck. Hier ist richtig dick. Also ich habe Zahnschmerzen, mir ist eine Füllung raus wieder mal. Also was heißt wieder mal? Seit einem halben Jahr das 2. Mal. Und es tut ein bisschen weh. Und es wird Zeit, wieder zum Zahnarzt zu gehen. Und ich habe überhaupt gar keinen Bock. Gar keine Lust. Zahnarzt ist was, wo einfach... Oh, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Verständlich. Hello, what are you doing? Okay. Gehen wir mit der Glut aus dem Gesicht. Opa! So spielen iranische Kinder. Kuckuck, wie sieht's aus? Hast du Bock auf einen Spielplatz? Zahnarzt, Röntgengerät. David hat gerade so einen lustigen Spruch gebracht. Wahrscheinlich, wenn man hier geröntgt wird, kriegt man danach keine Kinder mehr. Meine Worte. Alter. Jetzt geht's los. Okay, I try. Ja? Don't let it come, don't move. Mhm. So, wir waren jetzt gerade im Krankenhaus und Jan hat die Diagnose bekommen. Eine Wurzelbehandlung. Jetzt hat er von der netten Ärztin hier die Adresse bekommen von ihrem persönlichen Zahnarzt, der das besser kann als sie. Da fahren wir jetzt hin. Okay, let's go. Termorisieren läuft gerade im Radio und live draußen. 100 Meter this way. You do it now? You can come tomorrow? Yes, I can come tomorrow. Also, er hat nochmal eine Röntgenaufnahme gemacht. Da ist ein Zahn, wo eben eine Wurzelbehandlung braucht und der Nebenzahn hat Karies. Der Zahn mit der Wurzelbehandlung kostet $43 und das andere kostet nur $17, zusammen $57. Gut, in Deutschland wäre die Sache nicht mit 70 € erledigt. Es hat letztes Mal 1300 gekostet. Jetzt scheiß mal aufs ganze Geld. Wie fühlst du dich eigentlich? Ich habe gar keinen Bock. Hast du Schmerzen jetzt gerade? Nee, aber es ist halt sehr empfindlich. Meine Vermutung war, dass einfach nur eine Füllung raus ist und jetzt ist die Sache 10-mal krasser als es. Scheiße. Nächster Tag. Vorhin waren wir unterwegs und haben die Visas erledigt. Wieder den halben Vormittag verbracht, um unser Visa zu verlängern. Und es war so, dass das eben ziemlich kritisch ist, ob man da... Aber kein Problem. Jetzt habe ich alles wieder viel zu ausführlich gesagt. Das sieht schon geil aus. Übertrieben? Ich finde es schon ziemlich nice. Wenn du einen kleinen Penis hast, dann brauchst du so ein Auto. Deswegen sage ich ja. Übertrieben. Und jetzt wird Thema 2 erledigt. Der Kollege da kriegt ein paar Goldzähne. Hello. Hello. Yeah, Snap. Snap ist wie Mitfahrgelegenheit für Taxi. Also du hast hier eine App mit einem Navi und setzt halt die Standorte, wo du los willst und wo du hin willst. Und die App berechnet die Kosten. Das sind Fixkosten, die du auch nicht verhandeln musst und das ist sehr günstig. Wir nutzen die hier im Iran. Du kannst auch als Fahrer dich eintragen und andere durch die Gegend fahren und so verdienen, glaube ich, auch viele Leute hier Geld. Ah, wir haben einen. Alter, wo bist du denn? Der ist da unten irgendwo. No, thank you. Willst du einen kiffen? Jetzt gerade nicht, aber... Ich auch nicht.
Komm her. War es krass? Nee, es ging eigentlich. Das Erste war die Betäubung so, aber man hat schon gemerkt, er geht ja mit der Nadel dann rein und wenn das minimal in das gesunde Gewebe reingeht, dann merkt man das schon. Ja. Im PARHAMI Traditional House, das Hostel, in dem wir gerade untergekommen sind, hat Soroush, unser Gastgeber, momentan viele verschiedene Freunde eingeladen. Alle seine Gäste machen irgendwas, was sie auch online präsentieren. Darum lässt er uns und die anderen auch kostenlos bei sich wohnen und im Gegenzug machen wir ein bisschen Werbung für sein Hostel auf Instagram und jetzt auch auf YouTube. Heute veranstaltet er einen Abend im Hostel, wo alle seine Gäste sich gegenseitig Workshops geben. Heute gibt es einen Kochkurs, danach essen wir dann alle zusammen und dann werden wir wahrscheinlich noch einen Jonglage-Workshop für alle geben. Einmal die Bremsen nachjustieren. Nach einem halben Jahr ist die Bremskraft deutlich nachgelassen und das heißt, dass wir die Bremsen nachstellen wollten. Das haben wir auch gemacht und das geht sehr leicht beim Pinzgauer. Dabei haben wir festgestellt, dass in einem der Trommeln Öl ist. So, ölige Bremse. Und dadurch, dass wir nicht wussten, woher das kommt und was die Ursache ist, haben wir Lorenz angerufen. Der hat gemeint, das ist kein Problem, da ist einfach nur eine Dichtung, die undicht ist, die wir wechseln müssen und die haben wir auch dabei. Das Einzige ist, wir haben nicht das Werkzeug dafür und dann sind wir am nächsten Tag auf eine Werkstattsuche gegangen. Also das heißt, wir haben einfach auf Google Maps geguckt, wo ganz viele Werkstätten sind und sind da hingefahren. Wir haben dann einfach auf Google Maps geguckt, wo viele Werkstätten sind, sind dort einfach hingefahren und haben dann dort auch tatsächlich Werkstätten gefunden und Jungs, die uns geholfen haben, trotz Sprachbarriere. Wir wissen nicht wohin, aber es scheint ein Ort zu sein, wo wir den Pinzgauer vernünftig bearbeiten können. Okay, hier haben wir Platz. Haben wir dieses Problem kurz schildern können und dann ging alles sehr, sehr flott. Die Jungs haben das Auto mit hochgebockt und dann haben wir den Reifen runter, die Trommel runter und dann das ganze Gehäuse aufgemacht, um eben diesen Teil mit der Dichtung auch rauszubekommen. Also, wir haben gerade eben alle Imbus aufgemacht, das Ding runtergezogen, das ging ziemlich einfach. Also es war viel zu wenig Öl, was da drin war, das war jetzt das hier. Und hier, die sehen alle noch ziemlich frisch aus. Die werden wir wechseln, genauso wie die hier. Aber erstmal müssen wir die aufmachen, das Zahnrad rausziehen. Als wir das Gehäuse dann vom Pinzgauer runter hatten, haben wir direkt in der Werkstatt angefangen, das zu zerlegen. Aber dann hat sich schnell herausgestellt, dass wir ohne eine Presse nicht weiterkommen. Und dann haben die kurz rumtelefoniert und tatsächlich in der Nachbarschaft ein älterer Herr ist mit seinem Roller gekommen, hat mich mitgenommen und die Teile vom Pinzgauer. So, jetzt mal wieder hier. Jetzt tauschen wir das aus, bauen das Ding wieder zusammen und dann ist es wie früher. Ist mit mir zu sich nach Hause gefahren und dort haben wir dann in einem kleinen Kabuff mit einer hydraulischen Presse zuerst die alte Dichtung raus. Und dann die neue reingepresst. Warte mal.
festgestellt, dass das Kugellager komplett kaputt war. Das haben wir in dem Zuge auch gleich ausgewechselt. In der Zeit, wo ich in der Werkstatt mit dem älteren Herrn war David die ganze Zeit beim Pinzgauer und hat mit den Jungs Faxen gemacht, bisschen Jonglage, bisschen Fußball gespielt. Habt ihr Fußball gespielt? Ja, Fußball gespielt. Genau, und dann, nachdem wir dieses Teil zusammengebaut haben, wieder zurück am Pins, haben wir das alles installiert. Die Jungs haben bis zum Ende uns mitgeholfen und als es darum ging zu sagen, was wollt ihr dafür, was kostet es, haben sie gesagt, das war eine Freude, das für euch zu machen, wir wollen gar nichts und uns bei sich zu haben, hat ihnen gereicht. Ah, okay. Now? Yes. Eating? Yes. Yes. And sleep. Sleep. I'm so happy to see you. Thank you. I'm so happy to see you too. Thanks. Merci. Merci. Okay, Insta. Yes? Yes? We connect? Thank you. Thank you so much. My car. Yes! Insta, typing Insta. Insta, yes. 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 Khodafis. Khodafis. Der ältere Herr mit der Presse zu Hause hat uns tatsächlich noch zum Abendessen eingeladen und hat uns dann seiner ganzen Familie vorgestellt und wollte uns tatsächlich noch zum Übernachten auch bei sich behalten. Dann haben wir gesagt, vielen Dank und irgendwo ist es auch gut. Und wir waren super müde und sind dann zurück ins Hotel und der Pinzgauer ist einwandfrei gefahren, gelaufen, hat funktioniert, super nice.